Willkommen bei der Self-Esteem Challenge 2024. Dieses Videotutorial zeigt dir eine der Möglichkeiten, wie du das Elektroboot bauen kannst. Inzwischen hast du dein Self-Esteem 24 Kit erhalten, das die wichtigsten Utensilien zum Basteln deines Bootes enthält. Vielleicht brauchst du noch ein paar zusätzliche Werkzeuge, wie ein Stift, Bleistift oder Marker, Kleber, eine Zange, eine Schere oder ein Cutter und ein Lineal. Beginne mit einem Brainstorming. Wie möchtest du dein Boot gestalten? Sei kreativ und skizziere deine Ideen auf Papier. Hast du eine tolle Idee für dein Boot gefunden? Na, dann ist es soweit. Öffne die Schachtel und nimm die Materialien heraus und mache dich bereit für die Arbeit an deinem Boot. Benutze einen Marker und ein Lineal, um dein Bootsdesign auf das Styropor oder ein anderes Material zu zeichnen. Schneide mit deinem Cutter entlang der Linien deines Entwurfs. Wenn nötig, bitte einen Erwachsenen, dir beim Schneiden zu helfen. Der Motor wird in einer gelben Hülle geliefert. Für dein Boot brauchst du das erstmal nicht. Entferne also den weißen Riemen und nimm den Motor aus der gelben Hülle heraus. Benutze eine Zange oder ein anderes Schneidewerkzeug, um das kleine weiße Rädchen von der Motorwelle zu entfernen. Bereite den Propeller, den Motor, die Lüsterklemme und das Batteriegehäuse vor. Lege die Batterien in das Gehäuse ein. Setze den Propeller auf die Motorwelle. Achte darauf, dass er nicht leicht abfällt und sich leicht drehen lässt. Jetzt kannst du die Kabel mit Hilfe der Lüsterklemmen anschließen. Schalte den Strom am Batteriegehäuse zuerst aus. Stecke eines der Batteriekabel in eine Seite der Lüsterklemme und ziehe die Schraube mit dem Schraubenzieher auf der Oberseite der Lüsterklemme fest. Stecke nun das gleichfarbige Kabel des Motors in die andere Seite der Lüsterklemme und ziehe auch diese Schraube fest. Mache das gleiche mit den anderen Kabelpaaren. Lege nun den Schalter am Batteriegehäuse um und teste den Stromkreis. Dein Boot ist nun bereit für den ersten Test. Fixiere den Stromkreis vorübergehend mit einem Gummi- oder Klebeband am Boot, damit die Komponenten nicht ins Wasser fallen können. Fülle Wasser in eine breite Kiste, auf ein Backblech oder in eine Badewanne. Schalte den Strom ein und setze das Boot auf das Wasser. Schwimmt das Boot? Bewegt es sich vorwärts? Gut, dann hast du es fast geschafft. Falls nicht, dann gehe nochmal alles Schritt für Schritt durch und prüfe, was verbessert werden muss. Teste schließlich nochmal, bis alles klappt. Verwende Kleber, Klebeband oder andere Materialien, um den Motor, das Akkugehäuse und die Lüsterklemme dauerhaft am Bootsrumpf zu befestigen. Nimm das Stäbchen und die Antennenhalterung. Befestige die Antennenhalterung an deinem Boot. Stecke nun die Antenne in die Halterung. Herzlichen Glückwunsch, das hast du gut gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, dein Boot fertigzustellen. Was zeichnet dein Boot aus? Du kannst gerne weitere Materialien und Komponenten verwenden, um dein Boot zu verbessern und es hervorstechen zu lassen.